Gleich hinter der deutsch-tschechischen Grenze liegt Skalna, Zufluchtsort einer christlich-fundamentalistischen Sekte, die sich die 12 Stämme nennt. Die Bürgermeisterin kann darin nichts Schlechtes erkennen. Ich meine, dass sie niemanden ihre Art des Lebens einreden oder überzeugen. Das wäre wahrscheinlich ein Problem und das geschieht nicht, also was ich weiß. Ein Propagandavideo der Sekte wirbt ganz offen mit den Erziehungsprinzipien der 12 Stämme. Strenge und Strafe werden darin ebenso verherrlicht wie Schläge. Weise Väter schneiden ein dünnes Schilfrohr, ein kleines Werkzeug, um ihren Schützlingen zu helfen, auf dem rechten Weg zu bleiben. Deshalb musste sich die Sekte an ihrem bisherigen Wohnort in Deutschland wegen Kindesmisshandlung vor Gericht verantworten. Robert Plyer war 20 Jahre lang Anhänger der Sekte, dann stieg er aus. Denn er wollte seine Kinder nicht züchtigen. Da war dann irgendwann auch ein Vertrauensbruch für mich, wo ich wusste, ich konnte dort so nicht weiterleben. Ich musste mit meinen Kindern eigentlich raus. Denn die Realität war grausam. Das zeigt ein Video, das ein Fernsehjournalist vor einigen Jahren heimlich aufgenommen hat, im damaligen Sitz der Sekte in Süddeutschland. Die Frage der Züchtigung, ja, da kriegt das Kind mal einen Klaps vielleicht, aber dass die regelmäßig 20 Mal, 25 Mal am Tag geschlagen werden, das hat nie einer zugegeben nach außen. Robert Plyer konnte das nicht länger ertragen und endlich ermittelte auch die Polizei. Eine Lehrerin der 12 Stämme wurde wegen Kindesmisshandlung verurteilt zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung. Die Sekte beschloss, Deutschland zu verlassen. In Skalna wollten wir die Sekte treffen, wollten wissen, ob sie ihre Praktiken geändert hat. Alle Anfragen wurden ignoriert. Daher versuchen wir es noch einmal vor Ort. Immerhin, man redet mit uns. War ein bisschen überfallsmäßig. Wir hatten schon mal angerufen. Ich habe gestern oder vorgestern angerufen und habe mit jemandem bei Ihnen, mit einer Frau gesprochen. Sie hat gesagt, eine E-Mail mit Ihren Fragen. Mehr kann ich jetzt also nicht. Also ein Fernsehinterview würden Sie nicht? Nee, machen wir nicht. Würden Sie nicht geben? Nee. Ah. Öffentlich wollen sich die 12 Stämme nicht äußern. Die Bewohner von Skalna kennen die Gerüchte um ihre neuen Nachbarn, zeigen sich aber tolerant. Als Menschen stören sie mich nicht. Sie haben mir nichts getan. Sie arbeiten, haben Anrecht auf Leben wie jeder andere. Ich nehme sie einfach so hin. Ich habe sie auf dem Spielplatz getroffen und wir haben angefangen, uns über ihren Glauben zu unterhalten und so weiter. Sie gefallen mir irgendwie nicht, sie sind irgendwie komisch, sie sondern sich ab. Ich kann mir keine richtige Meinung über sie machen. Nachfrage beim Priester von Skalna. Kann es ihm gefallen, dass sich in seinem Ort eine Sekte angesiedelt hat, die Kinder misshandelt? Als er von den 12 Stämmen gehört habe, habe er sich erst erschrocken, sagt Piotr Liebner. Aber dann habe ihm der Bischof von Regensburg gesagt, dass es mit den 12 Stämmen keine Probleme gäbe. Im Übrigen täten die 12 Stämme alles, um in Skalna akzeptiert zu werden. Einmal, da gingen sie mit Plastiktüten in der Hand durch Skalna. Ich wusste gar nicht, was das soll. Da hat mir jemand von der Stadt, ich glaube, es war die Bürgermeisterin, gesagt, dass sie etwas für die Stadt, in der sie wohnen, machen wollen. Sie haben sich vorgenommen, Abfälle aufzusammeln. Und zwar jeden Freitag. Das hat der Gründer der Albert Spriggs immer gelehrt. Geht raus, sammelt Müll, dann habt ihr einen guten Namen bei den Leuten. Und das sind so Propagandamittel einfach, um Leute von dem abzulenken, was eigentlich wirklich da passiert. Dann wird gar nicht so hinterfragt. Und genau das passiert zurzeit in Skalna. Keiner fragt wirklich nach. Auch in Deutschland, sagt Robert Plyer, sei das lange so gewesen. Viel zu lange.